Mein Imperium ist gefestigt, alles folgt meinem Willen. Und selbst wenn ich abdanken sollte, habe ich meinen perfekten Stellvertreter, Raziel. Na gut, dann wird es eben mein Zweitgeborener, Turel. Mein Stellvertreter sollte ohnehin ein mächtiger Krieger sein. So einer wie Duma. Rahab, es kann nur Rahab werden. Er ist mein Favorit. Er soll sofort ins Heiligtum kommen. Okay, dann nehme ich eben Melchior. Was ist mit Sephon? Niemand mag Sephon. Willkommen zum Finale des Solitaire Reaver Erfahrungsberichts. Wisst ihr, was man unbedingt in so einer Videoreihe machen sollte? Erst in der letzten Folge auf das Hauptmenü zu sprechen kommen. Aber wenn nicht jetzt, dann wohl nie. Soul Reaver hat einen reichlich cool designten Titelbildschirm mit 8 Statuen im gotischen Stil, die erst einen auf heiligen Darstellungen machen und dann Gruselwusel Zap Zap fangen die an, sich zu bewegen und ihre roten Augen und Reißzähne zu präsentieren, wie bei einem Familienporträt, wo die Sache mit dem Blitzlicht mal wieder schief ging. Wer diese Zeitgenossen sind, darüber streiten sich Soul Reaver Fans schon seit Anbeginn der Zeit, denn es sind 8 Skulpturen. Und egal welche 8 Charaktere du da reinlesen willst, die Zusammenstellung wirkt nie stimmig. Es ist immer einer zu viel. Manche sagen, es wären Kain, seine 6 Söhne und Ariel, aber was hätte die da zu suchen? Dann habe ich schon welche gelesen, die schreiben, das seien die 6 Seraphan-Heiligen plus Malek und Kain. Auch wieder seltsam. Hier darum meine Interpretation, gehen wir es kurz durch. Einige finde ich recht eindeutig. Ich meine, wer soll sonst das Zentrum der Gruppe bilden als Big Boss Kain persönlich? Oben rechts die Figur ist der Gruppe deutlich abgewandt und sie hat als einzige keine roten, sondern bläuliche Augen. Das dürfte dann wohl Raziel sein, der alte Außenseiter. Am unteren Rand sowohl der Nahrungskette als auch des Bildes ein Glatzkopf, der die selbst empfundene Hässlichkeit zu verbergen versucht, Smelcha. Direkt daneben eine Visage, die förmlich nach einer Rückhandrobbel lechzt. Na, wo haben wir diesen höhnischen Ausdruck schon einmal gesehen? Darüber eine Figur, die ihr Antlitz scheinbar mit einer Kapuze versucht vor der Sonne zu verstecken, Rahab. Zu beiden Seiten Kains, quasi seine linke und rechte Hand, würde ich Duma und Turel zuordnen. Rechts vermutlich Turel wegen der betonten Ohren. Der Bart deutet auf höheres Alter und Reife hin und das würde wohl mehr zum großen Bruder passen, das heißt per Ausschlussverfahren ist der andere Duma. Bleibt noch die eher feminine Figur am Rande. Die ist knifflig. Aber ich schieß mal ins Blaue und sag, die Priesterin. Wer ist das? Eine Figur, die aus dem finalen Soul Reaver Spiel herausgeschnitten wurde. Erinnert ihr euch an diese Vampir-Verehrer-Typen in der stummen Kathedrale? Die hätten ihren eigenen Bereich bekommen sollen und als Anführerin Kains Hohepriesterin, die seinen Ruhm als Gott verbreitet und so. Der Grund, warum ich sie hier in dieser Gruppe sehe, ist, dass man so alle Bosse im Spiel vereint hätte, sowie Raziel als klar abgegrenzten Gegenspieler. Dieser ganze fehlende Content wurde ja vor allem aus Zeitgründen kurz vor der Auslieferung des Spiels entfernt. Da wird man wohl kaum die Muße gehabt haben, nochmal das Hauptmenü zu überarbeiten. Daher sind da noch 2 überzählige Charaktere drin. Und wo ich gerade von dummen, sterblichen Narren, die nur Huren und Schmutz im Kopf haben, rede und von Dingen, die gekürzt wurden, dies ist die Zitadelle der Menschen. Dabei handelt es sich um ein optionales Gebiet, das Raziel vom Abyss aus erreichen kann, wenn er einem Flusslauf folgt. Diese Festung beherbergt augenscheinlich den letzten verbliebenen Rest der Menschheit, der noch nicht von den Vampiren weggemümmelt wurde. Das Geheimnis ihres Erfolges liegt in der Architektur.
Die Stadt ist in massiven Fels gebaut, weshalb sich keine Melcherhiem hineingraben können. Die Wände sind glatt und steil, also können keine Zephoniem dran herumkrabbeln. Durch den breiten Wassergraben verliert die zahlenmäßige Überlegenheit der Dumahin ihren Stachel, da sie in einen Engpass vor einem undurchdringlichen Stahltor rennen würden. Und Rahabim mögen vielleicht im Wassergraben herumplanschen, aber mehr auch nicht. Lediglich Raziel kann dort eindringen, dank seiner Schwingen. Na gut, und Kain könnte es wohl auch, weil Teleport und so. Und der könnte den Laden auch im Alleingang aufmischen, wenn er wollte, aber der hat schon lange aufgehört, sein Imperium zu pflegen. Er ist wie einer dieser Strategiespieler, die eigentlich schon die ganze Map erobert und jetzt nichts mehr zu tun haben und nur rumgammeln, statt einen neuen Spielstand zu beginnen. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Wenn Raziel zuvor immer brav die Menschen verschonte, dann wird er hier sowas wie einen sicheren Hafen vorfinden. Mal endlich ein Ort, wo nicht alle paar Meter jemand um seine Aufspießung bettelt, dementsprechend genieße ich die Erkundung immer sehr. Es ist eine erfrischende Atempause, während der man das Szenario auf sich wirken lassen kann und aus dem, was man sieht, seine Deutungen ableitet. Die Zitadelle ist in 3 klare Bereiche mit erkennbaren Funktionen unterteilt. Zuerst die äußeren Verteidigungsanlagen, schmucklos mit dicken Mauern und alles durch zahlreiche Stahltore gesichert. Milizsoldaten halten Wache. Dahinter kommt ein Bereich, der was von einem Versammlungsplatz hat. Er ist sehr offen und großflächig angelegt. Hier und da simple Ornamente an den Wänden. Auf den Straßen treffen wir sowohl Zivilisten als auch Soldaten. In der Mitte des Platzes steht ein beeindruckender Turm. Ich bezweifle, dass der eine militärische Funktion hat, denn wenn Vampire bis hierhin vordringen könnten, dann stünde es sowieso schlecht mit den Siegeschancen. Ich halte den Turm eher für einen Nahrungsspeicher. Der Graben mit der netten kleinen Brücke hat für mich ebenfalls mehr etwas mit der Wasserversorgung zu tun als mit einem weiteren Hindernis für Vampire. Im dritten und innersten Abschnitt der Zitadelle liegen die Wohnbereiche. Hier flanieren nur noch Zivilisten, die Türen sind nicht mehr aus Stahl, sondern Holz und es gibt sogar Bürgersteige. 100% alle gepflegt mit Hausordnung und so. Hier sehen wir auch, dass zumindest die Menschen nicht alle Technologie haben verkommen lassen. Sie verfügen über elektrisches Licht, während draußen im Rest der Welt Fackeln dominieren. Zudem verfügen die Menschen über eine eigene Wasserversorgung, was schlicht unverzichtbar sein dürfte, wenn man sich in einem dauerhaften Zustand der Belagerung befindet. Nur wo sie ihr Essen herbekommen, das ist nicht klar. Da könnte es natürlich sein, dass wir genau darum immer mal wieder Menschen unterwegs gesehen haben, draußen in der feindlichen Umgebung, Kundschafter eben, die Nahrungsmittel suchen. Warum sonst sollte sich Holger außerhalb der Festung im Ödland rumtreiben? Was man in dieser Welt überhaupt noch zu essen finden kann, steht auf einem anderen Blatt. Es scheint weder Flora noch Fauna zu geben, höchstens mal eine leckere Krähe. Jedenfalls ist es schön, dass unser Eins noch nicht ganz ausgestorben ist. Gibt einem ja fast schon ein wenig Hoffnung, doch leider nein. Der Anfang vom Ende ist bereits hier. Wenn du mit Raziel durch die Kanäle der Wasserversorgung tauchst, dann wirst du einem Rahabim begegnen, der irgendwie einen Weg hier hineingefunden hat. Nun traue ich einer Gruppe menschlicher Vampirjäger zwar zu, einem einzelnen Rahabim Herr zu werden, aber wie wir in der Abtei gesehen haben, gibt es noch zahllose mehr, wo dieser Kollege hierher kam. Die Stadt der Menschen ist über kurz oder lang dem Untergang geweiht und die Bewohner wissen es noch nicht einmal. Aber was soll man hier nun eigentlich? Ist die Zitadelle nur Sightseeing? Nein, unser schlumpffarbener Racheengel kann hier einen neuen Zauber erlangen, den Wasserglyph. Dazu suchen wir in den tieferen Geschossen der Stadt eine Art Tempel auf. Ähnlich wie beim Feuerglyph wird Razis neue Gabe von einem großen Götzenbild gehütet. In diesem Fall eine weibliche Figur und auch den Rest des Aquädukts zieren Frauendarstellungen. Vielleicht als Repräsentation des Lebens selbst. Ihr wisst schon, Wasser schafft Leben, Frauen erzeugen Leben und so. Oder vielleicht, weil Frauen meist reinlicher sind. Und ja, bevor es jemand sagt, denn ich sehe euch schon in den Kommentaren in die Tasten hauen, dieser Bereich hätte vermutlich die Domäne von Kains Priesterin sein sollen. Aber da diese im Kanon nie existiert hat, ist das eben nun ein regulärer Teil der Zitadelle der Menschen. Sogar ein Vampirjäger wurde hier bewusst platziert, was impliziert, dass dieser Ort den Bewohnern bekannt ist.
Im Gegensatz zum Feuerglyph, für den man richtig arbeiten musste, ist dieser hier quasi geschenkt. Du schiebst einen Steinblock über ein Abflussgitter, was zu einer Anhebung des Wasserniveaus führt, und das reicht der Göttin da schon aus, ihr Geschenk rauszurücken. Kann ich aber auch verstehen, denn haben will den Wasserglyph eigentlich niemand. Der Zauber spritzt die Feinde mit H2O voll, was auf Blutsauger wie Säure wirkt und sie daher verletzt. Aber die Verletzung hält nicht so lange an, dass es wirklich nützlich ist, und gegen Rahabim ist es logischerweise sowieso nutzlos. Dennoch, der Wasserglyph mag der flüssigste Zauber im Spiel sein, aber er ist noch nicht der überflüssigste. Nein, diese Ehre gebührt dem Schallglyph. Der erzeugt einen schrillen Ton, der den Feind kurz betäubt. Mit Betonung auf kurz. Ein Turelim wird davon nicht mal lang genug aufgehalten, um ihm im Anschluss einen Todesstoß geben zu können. Eigentlich schade, weil doch gerade diese Vampire mit ihren großen, vermutlich empfindlichen Ohren extra anfällig dafür sein sollten. Und das war's noch nicht mal. Nicht nur, dass dich die Gegner für den Glyph auslachen, um ihn zu kriegen, musst du in die stumme Kathedrale zurück. Halleluja! Kurzum, wenn du nicht 100% des Spiels gemacht haben willst, dann lass den Glyph lieber sein, was er ist. Schall. Und nicht mal Rauch. Naja, aber wo wir schon bei der Kathedrale sind, da lasst uns doch gleich mal erforschen, was da hinter diesem Gitter im Wassergraben liegt. Ein langer unterirdischer Fluss führt Raziel unter einem Gebirge hindurch, bis er sich in einem großen Becken wiederfindet, in dessen Mitte ein riesiger Leuchtturm von Verfall und Rost zerfressen wird. Spannender Schauplatz, wie eigentlich alle Hinweise auf den untergegangenen Fortschritt in Nosgoth. Im Zeitalter von Blood Omen wäre ein solches Wunder der Technik noch total unpassend gewesen. Und hier im Zeitalter von Soul Reaver ist eben jene Technik längst wieder vergessen und verkommen. Dieses Gebiet hier ist die umfangreichste Glyphenbeschaffungsmaßnahme. Was ja ganz angemessen ist, denn es geht um den finalen Zauber im Spiel. Zuerst muss der Leuchtturm von einer Seite erklettert werden, dann auf der anderen Seite wieder nach unten, unterwegs so eine Anlage reaktivieren, indem man ein Zahnrad mit einem Quader blockiert, und schließlich geht's hinein in die ungute Stube. Merke, nosgotische Leuchttürme scheinen umfangreiche Kellergewölbe zu haben, und dort wird die Wasserenergieversorgung repariert. Natürlich indem man blockförmige Röhrenteile dreht und richtig einsetzt. Nun beginnt der Leuchtturm wieder zu strahlen, unter anderem auf den Altar eines Schreins in den Bergen. Dort angekommen gibt es aber immer noch nicht den gesuchten Schatz, denn weil sich der Leuchtturm dreht, fällt das Licht immer nur kurz auf die richtige Stelle im Schrein. Na, wer kommt drauf, was man machen muss? In dem Moment, in dem der Lichtschein hineinfällt, wechselst du auf die spektrale Ebene, dort steht ja die Zeit still. Und das bedeutet, die Strahlen des Leuchtturms werden auch in der Zeit eingefroren. Soll heißen, diesen Glyph erhält Raziel ausnahmsweise auf der Geisterebene. Nun, das ist der Sonnenlicht-Glyph. Der erzeugt eine konzentrierte Ladung Licht, die alle Feinde im Umkreis abfackelt. Also quasi genau wie der Feuerglyph, nur dass er mehr kostet. Irgendwie sinnlos. Ich habe bis vor kurzem nicht verstanden, was dieser Glyph überhaupt soll. Erst durch eine Legacy of Kain Wikipedia habe ich erfahren, dass es tatsächlich einen praktischen Unterschied zwischen dem Feuerglyph und dem Sonnenlichtglyph gibt. Der Feuerglyph vernichtet alles in seiner Reichweite. Der Sonnenglyph zerstört nur Vampire, aber verschont Menschen. Ahaha, das ergibt sogar Sinn. Problem ist nur, dass das nie zum Tragen kommt. Raziel stößt nie auf Vampirjäger, die gerade gegen Vampire kämpfen und wo es dann sinnvoll wäre, einen Angriff zu haben, der nur einer Seite schadet. Insofern, ja, der Sonnenlichtglyph tut seinen Job, aber wie bei allen anderen gilt auch hier, nimm einfach den Feuerglyph, der ruht. Der Bereich um den Leuchtturm wird von den Mitgliedern der Familie Turelim bewohnt, der höchsten Gattung der Vampire in Nosgoth. Sie zeichnen sich durch ihre beeindruckende Körpergröße und Stärke aus. Sie waren Kains Elitekrieger, als das Imperium noch bestand, nicht so zahlreich wie die anderen Clans, aber jeder Turelim ist mindestens 3 Kriegern einer der geringeren Spezies wert. Zu ihrer körperlichen Überlegenheit kommt, dass jeder Spross Turels über Telekinese verfügt, also quasi die beste Gabe im gesamten Spiel, wodurch sie auch auf Entfernung echt gefährlich sind. Turelim sind wie gesagt selten. Hauptsächlich treffen wir sie als quasi Eroberer in Spe in anderen Clangebieten an. Beispielsweise begegnet Raziel ein paar Exemplaren in Dumas Festung, ein paar treiben sich in Rahabs Abtei herum und so weiter.
Wo das eigene Clangebiet der Turelim liegt, wird im Spiel direkt nie gesagt. Wenn wir davon ausgehen, dass Dumas Gebiet die alte Festung von Malek ist, wir als nächstes bei der Orakelhöhle vorbeikommen und dort ein versperrter Durchgang auf einem Plateau Richtung Norden liegt, dann liegt der Schluss nahe, dass Turel es sich in Dark Eden bequem gemacht hat. Also kein Wunder, dass die Turelim Lust auf einen Tapetenwechsel haben. Die höchste Dichte dieser Vampirgattung in Soul Reaver treffen wir im Final-Dungeon. Man darf also vermuten, dass Kain sie hier platziert hat, so als persönliche Leibgarde. Das würde ja auch zu dem passen, was über Morlock angedeutet wurde. Ihr erinnert euch, dieser Grabwächter, der von Raziel dafür verspottet wurde, dass dieser eine gammelige Krypta für Kain bewachen muss? Lange wurde unter Fans spekuliert, ob das hier die Stelle ist, wo Turel hätte auftauchen sollen, da Razi hier so eine starke Gabe wie die Telekinese erwirbt. Das wurde inzwischen von Lost Worlds eindeutig widerlegt, aber ich habe das auch so schon immer für Quatsch gehalten, einfach dadurch, wie das Spiel strukturiert ist. Der Ablauf von Soul Reaver ist ganz simpel und geradlinig. Du metzelst dich durch Kains Statthalter vom geringsten aufsteigend zum stärksten. Diesen stärksten hier mittendrin irgendwo reinzuwerfen, ergibt für mich keinen Sinn. Was es natürlich nicht entschuldigt, dass die Entwickler keine interessante Idee dafür hatten, wie Raziel die Telekinese lernen könnte. Doch was wurde nun aus besagtem stärksten Bruder? Wie wir inzwischen wissen, wurde er und vieles andere kurz vor der Veröffentlichung des Spiels aus Soul Reaver rausgekürzt. Hauptsächlich um die Abgabefrist beim Verleger nicht überzustrapazieren. Es gibt ja inzwischen auch reichlich Material im Netz zu finden zu all dem gestrichenen Content. Ich selbst habe vor fast 10 Jahren schon ein Video zu dem Thema gemacht, doch hier im Erfahrungsbericht gehört das für mich nicht rein. Ich finde es schlicht Quatsch, etwas zu interpretieren, was nicht da ist. Wenn ich ein Buch vorstelle, dann rede ich ja auch nicht über den Kram, der beim Lektor rausflog. Dennoch, dies ist ein Bericht über meine Erfahrung mit Soul Reaver und die große Faszination mit dem Enigma Turel ist für mich ein entscheidender Teil dieser Erfahrung und war es wohl auch für viele andere Spiele. Ich war damals, als die Legacy of Kain Spiele noch aktuell waren, so in den frühen 2000ern also, viel in Foren zu der Reihe unterwegs. Hauptsächlich im Eidos-Forum, aber auch gelegentlich beim German Noscott Clan. Da habe ich rumspioniert, ohne je Mitglied zu werden, leider. Und Turel hatte eine ziemlich bemerkenswerte Fanbase, obwohl er als Vampir nie auftaucht. Jedenfalls nicht bis... Ich werde mich in diesem Video zwar nicht über fehlende Inhalte ergötzen, aber ausnahmsweise über Teile der Handlung sprechen, die in weiter Ferne liegen. Dementsprechend eine mittelmäßig starke Spoilerwarnung. Ich glaube, man hat es während dieser Videoreihe eindeutig gemerkt. Für mich sind die 6 Vampirbrüder das Interessanteste an Soul Reaver und Turels Abwesenheit machte mich als Kind kirre, regte aber auch meine Fantasie an. Dementsprechend glücklich jauchzend war ich, als ich die 6 Brüder in Soul Reaver 2 wieder traf, wenn auch nur in ihrer menschlichen Gestalt als Priesterkrieger des Seraphan-Ordens. Besonders die Begegnung mit Turel war für mich ein Highlight, einerseits aus Fanservice-Gründen, andererseits weil es ein klares Bekenntnis zu Turel im Kanon der Reihe war. Was gar nicht mal so selbstverständlich ist, denn dadurch, dass er aus Soul Reaver 1 geschnitten wurde, hätte man ihn ja auch künftig komplett ignorieren und nicht mal für kanonisch erklären können, so wie man es mit der Priesterin machte. Doch nun nimmt Raziel selbst auf Turels Abwesenheit als Vampir direkten Bezug. Der Vampir Turel war meiner Rache ausgewichen. Dem Seraphan Turel sollte dies nicht gelingen. Am Ende von Teil 2 sagt sich Raziel von seinem naiven Ideal einer heroischen und makellosen Vergangenheit los, womit sein Charakterbogen in Bezug auf sich und seine Brüder zu einem Abschluss kommt. Er hat sie als vampirische Monster in der Zukunft getötet und nun hat er sie als menschliche Monster in der Vergangenheit ebenfalls getötet. Ich schwöre dir ab. In der Fortsetzung Defiance widmet sich Razi nun also ganz anderen Dingen. Prophezeiungen, Sturz alter Götter, Suche nach dem Sinn für die eigene Existenz. Während seiner Reisen durch Noscott und durch die Zeit kommt er unter anderem nach Avernus. Vielleicht erinnert ihr euch an Folge 7 des Blood Omen Erfahrungsberichtes, wo Kain als junger Vampir unter der Kathedrale einen Altar für den Dämon Hash-Ak-Gik fand, der ja wiederum der große Antagonist von Blood Omen 1 war. Dass sich Raziel nun hier herumtreibt, ist an sich schon ein ziemlich starkes Stück. Das noch ein Stück stärker wird, wenn wir begreifen, dass er kurz davor ist, Mortanius zur Rede zu stellen,
der als Schöpfer von Kain immerhin diesen ganzen Epos erst in Gang setzte und den wir immerhin seit 4 Spielen nicht mehr in der Handlung trafen. An die Ereignisse aus Soul Reaver 1 denkt zu diesem Zeitpunkt im Plot niemand mehr. Raziel hat seine Wut auf die Sippschaft lange hinter sich gelassen, ist Jahrtausende durch die Zeit gereist, hat die Geschichte geändert, sich einen zeitlosen Tintenfischgott zum Feind gemacht und ist gerade dabei, den Geheimnissen einer fiesen Alienrasse, die im Zwist mit den Vampiren liegt, auf die Spur zu kommen. Doch plötzlich Nein. Diese Stimme. Unmöglich. Ich kenne diese Stimme. Aber er ist gefallen, in die Hölle gestürzt. Ich bin nicht in die Hölle gestürzt. Er erinnert sich, nicht wahr? Ich wurde hineingeworfen von meinen eigenen Brüdern. Ich hab gehört, was du ihnen angetan hast. Und jetzt hast du mich endlich gefunden. Turel. Turel. Yeah. Das war einmal mein Name. und meine Reaktion so, als ich das zum ersten Mal sah: Ganz objektiv betrachtet ist Turels Auftritt hier völlig überflüssig. Du könntest ihn komplett rausschneiden und die Handlung würde sich null verändern. Ich würde aber lügen, wenn ich sagte, dass ich es nicht total cool finde, dass dieser offene Strang nun doch noch verknotet wird. Und man muss es Amy Hennig echt lassen. Die Frau hat es echt drauf, solche groben Einschübe hier so zu rekontextualisieren, dass es nicht einfach nur aufgesetzter Fanservice ist, sondern sogar innerhalb der Spielwelt erklärbar. Die Legacy of Kain-Reihe war ja nie von langer Hand geplant, sondern immer von Teil zu Teil weitergesponnen worden. Bedenken wir, Raziel erkundet hier die Katakomben von Avernus. Dort herrschte in dieser Epoche die Hüterin der Dimensionen Azimut. Diese Zauberin hat Dämonen aus anderen Dimensionen nach Nosgoth gebracht, um Chaos und Zerstörung zu verbreiten. Sie ist außerdem eine Jüngerin von Hash-Ak-Geek, dem Drahtzieher hinter dem Wahnsinn der 9 Hüter, dessen Altar bei Azimut im Keller steht. Doch was hat das mit Turel zu tun? Hash-Ak-Geek, Hash-Ak-Geek. Yeah. Der ist ja kein Dämon aus einer anderen Dimension, sondern ein mutierter Vampir aus der fernen Zukunft. Und solche Sätze laut auszusprechen zeigt mir, wie seltsam das Hobby Videospiele ist. Doch auch dafür gibt es eine Erklärung. Was hatte Azimut damals in Blood Omen in ihrem Kämmerlein? Eines der Zeitstromgeräte von Möbius. Und nun wissen wir auch, wozu sie das brauchte. Ihr Gott Hashi der Geek brauchte einen starken und belastbaren Wirtskörper, um in Nosgoth existieren zu können. Wir fordern Opfer, um den Wirt am Leben zu erhalten. Und Mortanius gebrechlicher Menschenleib hält den Besuch auf Dauer nicht aus. Langer Exkurs hier, nur um eines zu vermitteln. Turel ist eine ziemlich arme Sau, die schon seit wer weiß wie lang versklavt in einer Grube hockt, geblendet und gefüttert wie ein Tier. Da war Dunkelheit und großer Hunger. Die einzige Sache an dieser Begegnung, die mir nicht so gefällt, ist eine Ungereimtheit in Turels Charakterisierung. Das wenige, was wir zuvor über ihn erfahren, stammt von Raziel in Soul Reaver 2. Und schließlich geriet ich an meinen Bruder Turel, der mich gemeinsam mit Duma in den Abgrund stoßen sollte, ohne Kains Befehl auch nur in Frage zu stellen. So pflichtbewusst und rechtschaffen, selbst als Vampir. Manche Gewohnheiten sind schwer auszurotten. Das scheint mir irgendwie im Widerspruch hiermit zu stehen. Ich bin jetzt ein Gott. Mächtiger als du es je warst, Raziel. Du warst nie ein Gott. Mächtiger sogar als Kain. Ich denke, man kann es aber damit erklären, dass Turel dank dieser Selbstlüge nicht komplett wahnsinnig wurde ob dieses schmachvollen Schicksals. Er muss sich einreden, hier der Obermufti zu sein, obwohl er seine Situation ganz genau kennt. Warum bleibst du an diesem schrecklichen Ort? Warum ich bleibe?
würde ich bleiben, wenn es ein Entkommen gäbe. Am Ende des Dialogs und nachdem Turell in seinem Kopf nochmal etwas Besuch hatte, scheint sein Verstand aber vollends zu brechen, weshalb es zu einem Kampf kommt, den beide vielleicht so gar nicht geführt hätten. Was hast du vor? Nein, keine Fragen mehr. Keine Gebete. Es ist Zeit zu laufen. Zeit zu schreien. Zeit zu sterben. Der Kampf selbst ist leider total uninteressant, darum halten wir uns damit auch gar nicht erst auf. Wenn Turell schließlich im Sterben liegt, lässt er noch ein paar wunderbar doppelsinnige letzte Worte vom Stapel. Wir werden alle frei sein. Wir werden alle frei sein bezieht sich einerseits auf die Hilden, die kurz vor ihrer Befreiung aus der anderen Dimension stehen. Gleichzeitig ist es aber auch eine Rückbesinnung auf den Tod Melchiors. Ich bin frei. Schöner kann man den Kreis um Raziels Familie doch gar nicht schließen. Sowohl der geringste als auch der größte der 5 Brüder begrüßt den Tod als Befreiung von einem unwürdigen Schicksal. Nun, Turell. Wie schon bei den anderen Brüdern erfahren wir nur wenig über ihn und seine Beziehung zu den Hauptfiguren der Reihe. Scheinbar war er zutiefst loyal Kain gegenüber und diese bedingungslose Treue führte dazu, dass er Raziel ohne mit der Wimper zu zucken in den Abyss beförderte. Wenn wir die implizierten Territorialkriege der 6 Statthalter bedenken, dann ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass Turell nicht unbedingt traurig darüber war, seinen größten Rivalen loszuwerden und dessen Platz als Kains liebsten Günstling einzunehmen. Wie wir Daniel Kabukos Zitat über Rahab aus Folge 4 entnehmen können, fand der größte Clankrieg zwischen den Dumahin und den Turelim statt. Es ist also anzunehmen, dass es Turell nach Raziels Abgang hauptsächlich mit dem ambitionierten jüngeren Bruder zu tun bekam. Lustig, dass beide Oberhäupter jeweils betonten, dass sie Kain überflügelt hätten und es beiden trotzdem nicht gelang, Nosgoth für sich zu beanspruchen. Ich meine, Turell hat wenigstens eine Ausrede, eine unfreiwillige Zeitreise, das kann ja jedem passieren. Aber Duma? Im letzten Video erwähnte ich, dass die Brüder in Paaren daherkommen und es zwischen ihnen eine Verbindung gibt, um einen Sachverhalt oder ein Verhältnis deutlicher zu illustrieren. Dies trifft auch auf Raziel und Turell zu. Diese beiden verbindet, dass sich in ihren individuellen Entwicklungen Papa Kains Erbe besonders stark durchsetzte. Als junger Vampir erlernt Kain als eine seiner ersten und wichtigsten Fertigkeiten die Verwandlung in Fledermäuse. Selbst als alter Mann macht er davon noch Gebrauch. Diese vampirische Gabe finden wir in den beiden ältesten Söhnen wieder. Raziel hat die Fledermaus-Schwingen, Turell die Fledermaus-Ohren. Kein Wunder also, dass Turell kein Freund von Raziel war, er hat bei dem Deal eindeutig die kürzeren Strohhalm gezogen. Verabschieden wir uns nun also von Raziels letztem Bruder mit einem kurzen Entwicklerzitat von Daniel Kabuko, wie der Zweitgeborene damals angedacht war. Ich sehe Turell als loyal zu Kain, doch betrachtet er sich selbst auch als den rechtmäßigen Erben, der das Wachstum und die Dominanz des Imperiums weiter vorantreibt, das sein Vater erschuf und mehr oder weniger veröden lässt. Lasst uns endlich diese Reise durch Nosgoths dunkle Zukunft beenden, indem wir einen Ort aus seiner dunklen Vergangenheit besuchen. Die Höhle des Orakels, das einstige Versteck von Möbius, dem Hüter der Zeit. Dort, wo Kain erstmals der Floh namens Nemesis ins Ohr gesetzt wurde, was so schwerwiegende Folgen nach sich zog. Und diesen Ort hat sich unser Nemesis Kain nun als Schauplatz der Entscheidungsschlacht gewählt. Wie poetisch. Um das Tor dorthin zu öffnen, dreht Raziel eine große Sonnenuhr mittels des Energiebandes, das er durch den Tod von Duma bekam. Diese Gabe ist so lahm und so eine Enttäuschung. Wenn Raziel einmal im Kreis rennt, beginnt er ein Band hinter sich herzuziehen. Vollendet er den Kreis ein zweites Mal, so zieht sich das Band zusammen. Du verwendest es im Spiel hauptsächlich, um Objekte zu drehen und dadurch den Weg zu ein paar optionalen Upgrades zu öffnen. Was mir komisch vorkommt, dass Raziel diese Objekte nicht einfach mit seinen bloßen Klauen drehen kann. Er wirft gigantische Obelisken um und stapelt tonnenweise Steinblöcke, aber eine Drehvorrichtung kann er ohne Geisterschnur nicht bewegen. Die einzigen Videospielcharaktere, die Gummibänder nützlich finden, sind Rennfahrer.
Aber warte, da ist noch mehr. Man kann Dumas Strippe sogar im Kampf benutzen, wenn man sogar keine Selbstachtung besitzt. Das Videomaterial, das ihr hier seht, entstammt nicht meinem normalen Playthrough, denn ich benutze das Ding nie. Ich musste extra nochmal eine gestellte Aufnahme machen, um euch das zu zeigen. Cooler Kampf. Hui, ich renne um meinen Feind herum. Dual-Tanz-Combat! Wenn sich das Band um einen Feind schließt, dann betäubt es diesen kurz. Yay. Wisst ihr, ich könnte das Band sogar akzeptieren, wenn es den Feind bei einem erneuten Bandsalat zerquetschen und sofort töten würde oder so. Aber das ist wirklich alles, was es kann. Betäuben. Dafür habe ich ja nicht schon gefühlt 5 Glyphen oder so. Im Final-Dungeon kommt die Gabe häufig zum Einsatz, aber es fühlt sich sehr aufgesetzt an. Sie kommt nämlich so spät im Spiel, dass man jetzt noch schnell Vorwände reinklatschen musste, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Daher hier mein verspätetes Feedback 20 Jahre später an die Entwickler. Warum gebt ihr mir nicht einfach Dumas Bodenfaust? Eine Gabe, deren Applikation hauptsächlich im Kampf liegt, das könnte man so spät im Spiel echt gebrauchen, und mit der man vielleicht mehrere Gegner auf einer großen Fläche schaden kann. Und wenn es noch eine Anwendung außerhalb des Kampfes geben muss, dann baut halt ein paar verrostete Schalter ein, die man damit reindreschen kann, oder bröckelige Wände, die Raziel aufschlägt oder sowas. Das wäre 100-mal cooler und würdiger für die Fähigkeit des mächtigen Kriegers Duma. Genug über das Energieband gemeckert, nur eines noch dazu. Ich finde es sehr bezeichnend, dass es alle Gaben, die Raziel von seinen Brüdern erhielt, nach Soul Reaver 2 schaffen, außer das Energieband. Das wird komplett vergessen und nie wieder erwähnt. Warum wohl? Die Orakelhöhle also. In Blood Omen wurde sie größtenteils als eine Kaverne voller Kristalle und Schalterrätsel dargestellt. Davon ist in Soul Reaver noch einiges zu erkennen. Ich mag den Look, die leuchtenden Kristalle geben dem Schauplatz eine gewisse farbliche Identität. Auch ein fettes Schalterrätsel gilt es zu lösen, bei dem man bestimmte Steine verrücken muss und dabei auch Türschalter und Drehschalter und überhaupt Schalter rumwurstelt. Nicht schwierig, aber irgendwie unübersichtlich und auch langsam etwas ermüdend. Interessant an dieser Stelle sind die Darstellungen an der Wand. Da hätten wir eine geflügelte Gestalt, die ein Schwert trägt. Ihr Mund scheint verdeckt. Es liegt also nahe, dass das Darstellungen von Raziel sein könnten. Im unteren Körperbereich läuft der Torso nicht in Beine aus, sondern in tentakeliges Gewusel. Dies lässt vielleicht darauf schließen, dass Möbius nicht nur schon von Raziel wusste, sondern auch, wem dieser dienen würde. Demgegenüber sehen wir Wandbilder von Gestalten in religiös anmutenden Gewändern und tierähnlichen Totenschädeln. Sehen für mich eher wie Schädelmasken aus. Totenköpfe in der Kunst symbolisieren meist den Tod bzw. die Vergänglichkeit des Lebens im Kontrast zur unsterblichen Seele. Womöglich soll daher die geflügelte Gestalt mit der Verbindung zum Gott der Unterwelt dieses Gegenstück, die Unvergänglichkeit, symbolisieren. So als wollte Möbius die Welt wissen lassen, dass er zwar tot und vergangen ist, aber nie ganz aus der Welt verschwindet. Wie wir später noch entdecken werden, hängt sein Einfluss und die Folgen seines Tuns weiterhin über dieser Welt, obwohl er schon vor einem Jahrtausend enthauptet wurde. Dies, so schloss ich, musste er nun sein, der Zeitstromlenker Möbius. Von der eindrucksvollen Gestalt, die ich nach Kains prahlerischen Worten erwartet hatte, schien er weit entfernt. Und doch, selbst dieses kalte Bild strahlte eine gewisse unbestreitbare Kraft aus. Man bemerke auch, dass es eben eine Maske ist, die die Darstellung trägt. Diese Figur ist nicht der Tod selbst, sondern jemand, der den Tod mit sich bringt und ihn verehrt, was ebenfalls zu Möbius' Taten in Blood Omen passt. Gestützt wird meine These, dass die Gestaltung des Ortes die Wichtigkeit von Möbius aufbauen soll. Dadurch, dass Raziel sich zweimal die Zeit nimmt, um an die Geschehnisse aus Blood Omen zu erinnern, was sonst sehr, sehr selten in Soul Reaver passiert. Möbius trat als vertrottelter Wahrsager auf, der im Kessel seiner Visionen rührte und leichtgläubigen Besuchern rätselhafte Vorhersagen austeilte. Hinter der Fassade verbarg sich Möbius, der Zeitstromlenker, Magier des Zirkels der Neuen, ein skrupelloser Manipulator, ausgestattet mit der Macht, die Zeit zu beugen. Seit er vor vielen Jahrhunderten durch Kains Hand ermordet wurde, stehen diese Höhlen leer. Doch sind auch sie, wie Möbius selbst, angeblich nur Fassade für einen viel größeren, weitläufigeren Komplex. Vielleicht lese ich da auch nur zu viel rein und in Wahrheit ist das hier nur ein sehr frühes Meme. Verweilen wir noch einen Moment bei der Blood Omen Erinnerungstour, denn auch das Museum des Zeitstromlenkers ist noch da.
Beziehungsweise das, was nach so vielen Jahren noch davon übrig ist. Im Grunde genommen sind es nur noch die Schlangenstatuen, die die Tür zur Orakelkammer einrahmen, und der Banner von Möbius' Privatarmee, mit der er die Vampire auslöschte. Irgendwie schade, dass nicht noch ein paar weitere Andenken hier als 3D-Modell rumstehen. Die Guillotine und vielleicht noch die Puppe von Elsevier, die hätten mich schon interessiert, mal plastisch dargestellt zu sehen. Die eigentliche Orakelkammer ist dagegen noch in Top-Zustand. Nur leichte Gebrauchsspuren, perfekt für eBay, 5 Sterne. Sogar ein Feuerchen brennt noch unter dem Kessel. Lecker Zeitstrom-Soljanka. An den Wänden prangen Ritterdarstellungen, vermutlich Ornamente von Seraphan. Augenscheinlich ist diese Kammer erstmal eine Sackgasse, doch wenn Raziel Rumpelstilzchen zweimal um den Kessel rennt, dann drehen sich die Wände und legen den Zugang zu tieferen Bereichen der Orakelkammer frei. Ob das Möbius auch immer machen musste, um sein Kochgeschirr flitzen, damit er in seine Butze reinkommt? Dieser zweite Teil des Dungeons ist nun auch keine Kaverne mehr, sondern wieder ein etwas typischeres Verlies. Schade eigentlich. Diesen Abschnitt nennt man den Chronoplast. Der Begriff setzt sich aus den griechischen Wörtern Chronos und Plastis zusammen, was sinngemäß so viel heißt wie Zeitformer oder beziehungsweise etwas hübscher ausgedrückt, Ort, an dem die Zeit geformt wird. Wenn du den Feuerreaver hast, dann wird dieses Verlies hier ein Kinderspiel sein, denn zwar ist hier alles voller Turelim, aber diese kannst du schon von weitem sehen und locker ausschalten. Tatsächlich etwas zu übermächtig, diese Feuer-Reaver-Telekinese-Kombo. Ansonsten hält dieser Bereich noch einige Rätsel parat. Ich mag das, ich knobel gerne, auch wenn jetzt keines davon wirklich anspruchsvoll ist. An einer Stelle muss Raziel eine Uhr einstellen, deren Zeiger einen Lichtstrahl lenken. Dieser Lichtstrahl aktiviert ein Farbrätsel, bei dem du farbige Linsen so drehst, dass das Licht eine bestimmte Farbe annimmt, um bestimmte bunte Schalter zu aktivieren. Dieser Möbius war echt verspielt, als er sein Zuhause entwarf. Aber immerhin mal keine Blöcke schieben oder stapeln. Was ist denn da los, Soul Reaver? Ah, na bitte. Es folgt ein weiteres farbbasiertes Uhrenrätsel, diesmal bunte Zeiger mit bunten Drehknöpfen zu bunten Clan-Symbolen. Hier gibt es nichts weiter zu sagen, außer dass das ja eigentlich bedeutet, dass die Symbole schon vor Kains Imperium existiert haben müssen, wenn Möbchen diesen Ort gebaut hat. Womöglich haben die Vampirstatthalter also ihre Logos einfach von wem anders gemobst. Seht ihr, das kommt davon, wenn man keine DSGVO-Schulung für seine Leutnants bucht. Und dann bei den Entwicklern so irgendwie, hey, wie wär's doch mal mit einer richtig ätzenden Plattformer-Passage? Ein letzter Tunnel trennt Raziel noch von seinem Ziel und dieser enthält 6 kurze Sequenzen. Durch verschiedene Fenster ist es ihm möglich, auf verschiedene Punkte der Geschichte zu blicken. Die ersten 3 sind eher unspannend, da alles Sachen sind, die wir im Spiel selbst miterlebten. Die Aufstehung am Anfang, das Zerbrechen des Reavers und die Enthüllung von Raziels Seraphanen-Vergangenheit. Die zweite Hälfte ist deutlich interessanter. Hier werden dir Dinge aus dem geschnittenen Content gezeigt, der später im Spiel hätte auftauchen sollen. Eine Begegnung der beiden Hauptfiguren an einem finsteren Ort, Raziel, wie er Ariel mit dem Reaver erschlägt und schließlich Raziel auf einer Art Balkon mit einem rötlichen Soul Reaver. Irgendwie ulkig, dass die Entwickler diesen Kram hier drin gelassen haben. Ich meine, wozu? Und noch am Rande, diese 3 Vorschauen, die also quasi rausgeschnitten wurden aus Soul Reaver, wurden in späteren Teilen tatsächlich in einem neuen Kontext nachgeholt, damit das hier eben kein Plothole ist. Endlich betritt Raziel den letzten Raum in Soul Reaver. So eine Art große Zeitstrom-Lenkungskammer im Boss-Arena-Format oder so. Und dort erwartet uns bereits Kain, der letzte Endgegner des Spiels mit seinem Vince McMahon Powerwalk. Was folgt, ist zugleich auch das längste Gespräch des Spiels. Über 4 Minuten unterhalten die beiden sich. Daher spiele ich den Dialog nicht komplett ab, sondern wir gehen die wesentlichen Punkte kurz durch. Zunächst wird Kains Verrat an Raziel thematisiert. Kain argumentiert auf sehr poetische Art und Weise, dass es für ein hehres und nobles Ziel manchmal notwendig ist, auch schändliche und verachtenswerte Taten zu begehen. Fühlst du nicht mit ganzer Seele, wie wir Göttern gleich geworden sind? Und sind wir als solche nicht untrennbar? Solange auch nur einer von uns steht, sind wir Legion. Und wenn ich meine Kinder der Lehre opfern muss,
ist dies der Grund, weshalb ich es mit reinem Herzen tun kann. Etwas, das tatsächlich perfekt zu Kain passt, wie wir ihn noch aus Blood Omen kennen. Simpel ausgedrückt, der Zweck heiligt für ihn die Mittel. Lediglich den Zweck gibt er dabei nicht preis. Und bevor Raziel überhaupt so richtig widersprechen kann, konfrontiert ihn Kain direkt damit, dass er immerhin seine eigenen Brüder getötet haben muss, um so weit zu kommen. Ich habe an dich geglaubt, an deine Fähigkeit zum Hass, an deine selbstgerechte Empörung. Weiter geht es mit der Begründung für Kains undurchschaubare Taten in den vergangenen Jahrhunderten. Es liegt in diesem Raum begründet. Kain entdeckte eines Tages diese Kammer von Möbius Chronoplast, die ihm Einblick in den Strom der Zeit gewährte. Hier erkannte er, dass die Geschichte bereits fest geschrieben steht, die Vergangenheit wie die Zukunft. Alle Taten und Entscheidungen, die man jemals traf und je treffen wird, stehen schon fest. Und dass das im Wesentlichen bedeutet, dass es so etwas wie den freien Willen gar nicht gibt. Es wird nicht konkret so gesagt, aber der Schluss liegt nahe, dass es diese Erkenntnis war, die Kain zwischen Blood Omen und Soul Reaver verändert hat und ihn fatalistisch werden ließ. Darum war er nach Raziels Rückkehr aus der Unterwelt nicht überrascht von ihm. Darum lässt er sein Imperium so vergammeln. Ihm wurde klar, wie sinnlos und egal eigentlich alles ist. Die Ewigkeit ist unerbittlich, Raziel. Die wirklich interessante Frage ist dabei ja, war das vor oder erst nach Raziels Hinrichtung? Also ließ er Raziel wirklich nur in den Abyss stürzen aus Neid und Furcht seinem Erstlingswerk gegenüber? Oder tat er es, weil er wusste, dass Raziel in dieser Form zurückkehren würde und große Dinge ins Rollen bringt? Schwer zu sagen. Und es gibt für beide Anschauungen Argumente. Meistens finden Leute die Erklärung, dass Kain nur tat, was er tun musste, um Raziels Schicksal anzuleiern, gut, die ihn gerne als Helden sehen möchten oder zumindest als Anti-Helden und ihm daher Absolution für diesen Verrat erteilen wollen. Ich persönlich ziehe die Sache mit dem Alpha-Getue vor, weil es so schön überzogen ist und zu Kains Natur passt, dass er jedes Fünkchen an Zweifel bezüglich seiner Herrschaft und Dominanz sofort mit aller Macht plattwalzt. Sein Reich scheint zu dem Zeitpunkt ja auch noch intakt zu sein, so wie Razi anfangs davon prahlt. Schließlich im dritten und letzten Punkt der Unterhaltung klagt Raziel Kain der Schändung des Grabes der Seraphan an und auch der Blasphemie, die Ritter dieses Ordens zu Vampire zu machen. Hier kommt zwar auch eine recht poetische Erklärung Kains, aber im Grunde hatte er einfach nur Freude an der Ironie des Ganzen. Man braucht seine Freunde, Raziel, und die Feinde braucht man erst recht. Kain spielt anschließend den Ball gekonnt an Raziel zurück, dass diese doch gar nichts über die Seraphan wisse. Und das stimmt ja auch vollkommen. Im Gegenteil, Raziel bescheinigt diesen alten Gotteskriegern Makellosigkeit, was Kain nur Anlass zum Spott gibt. Du hast vielleicht deine Vergangenheit entdeckt, doch du weißt nichts davon. Du glaubst, die Seraphan waren edel und uneigennützig? Sei doch nicht naiv. Sie verfolgten die gleichen Pläne wie wir. Soweit zum Inhalt, nun zur Kritik. Im Grunde mag ich dieses Gespräch sehr, denn in kaum einem anderen, weder in Soul Reaver noch in Blood Omen, bekommen wir einen so konkreten Einblick in Kains Denke. Aber es gibt zwei Punkte, die mich wirklich an dieser Szene stören. Ist euch bei der Zusammenfassung eben aufgefallen, dass ich fast nur davon rede, was Kain erzählt und argumentiert? Das liegt daran, dass Raziel praktisch nichts zum Gespräch beiträgt. Er ist im Grunde nur der Stichwortgeber, der keinen Anlass zu einem seiner ausschweifenden Monologe gibt und der statt Gegenargumente nur la 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 la, ich höre dir gar nicht zu bieten hat. Du lügst, alles kannst du nicht vorhergesehen haben. Die Blasphemie deiner Worte wird mir die Wahrheit nicht verhüllen. Du irrst in einem Labyrinth der Lügen umher, Kain. Der andere Punkt, den ich bedauerlich finde, ist, dass die sonst eigentlich gute deutsche Übersetzung der Texte hier zu schludern anfängt und teils wirklich plumpe Entscheidungen bei der Wortwahl trifft. Du irrst in einem Labyrinth der Lügen umher, Kain. You are lost in a maze of moral relativism, Kain. Moral Relativism dermaßen platt mit Lügen zu übersetzen, finde ich gewagt. Um nicht zu sagen enttäuschend. Und solche Schnitzer gibt es hier und da noch ein paar andere. Ihr wisst, ich halte eigentlich immer die Fahne der deutschen Lokalisierung hoch, doch wer sich wirklich und wahrhaftig für dieses Gespräch interessiert, der sollte sich die englische Fassung davon auf YouTube suchen und anhören. I must say I'm disappointed in your progress. I imagined you'd be here sooner. Oder man zieht sich das Intro von Soul Reaver 2 rein.
Dort wird genau dieses Gespräch auf 3 Minuten runtergekürzt, ohne den Sinn zu verfremden, und du bekommst Raziels neue, wesentlich passendere Stimme Udo Schenk obendrauf. Die Sarafan waren Erlöser, die Nosgoth vor unserer Fäulnis verteidigten. Der ist zwar während des Intros noch etwas zu unterkühlt, aber wächst dann im Laufe des Spiels ganz ausgezeichnet in die Rolle rein. Und nun zum Vergleich, hier sind 3 Raziels für euch. Wie konntest du einen Seraphan-Priester in einen Vampir verwandeln? Wie konntest du nur einen Priester entweihen, indem du ihn in einen Vampir verwandelt hast? How could you profane a priest by turning him into a vampire? How could I not? Der Kampf gegen Kain ist, wie schon der erste bei den Säulen, ziemlich nervig und doof. Anders als bei den Duellen mit den Brüdern geht es nicht darum, eine Art Rätsel zu lösen, sondern es ist einfach nur 3-mal Hasche spielen. Im Grunde identisch mit der ersten Begegnung, bis auf 2 Unterschiede. Erstens teleportiert sich Kain nach jedem Treffer auf eine höher gelegene Ebene, weshalb es gerade für den letzten Schlag etwas Geduld bedarf, denn wenn du nicht zufällig an der richtigen Stelle hochkletterst, dann kannst du es direkt bleiben lassen, weil du nicht rechtzeitig ankommst, bevor Kain dich blitzebritzelt. Zweitens, Raziel hat jetzt, wenn du nicht total blind durchs Spiel gerannt bist, einen deutlich längeren Gesundheitsbalken oder Gesundheitsschneckchen als beim ersten Mal. Das bedeutet, Kain schickt ihn nicht mehr direkt beim ersten Treffer ins Reich der Schatten, was den Kampf zumindest nicht ganz so frustrierend und langwierig macht. In der Mitte des Saals wird dir deine Lebensenergie immer sofort auf 100% gesetzt. Das macht diese ohnehin belanglose Finalbegegnung noch einfacher, aber ich will mich nicht beklagen, wenn ich es dann schneller hinter mir habe. Wenn du Paps ausreichend Sänge gabst, dann wird er durch eines der Zeitportale flüchten, das er während des Kampfes konfigurierte. Raziel folgt ihm und steht plötzlich in einem finsteren Raum mit dem Symbol der Ewigkeit auf dem Boden. Und dann erscheint er. Raziel, Erlöser und Vernichter, Marionette und Messias. Sei willkommen, zeitalterüberspannende Seele. Sei willkommen. Dein Schicksal erwartet dich bereits. Meine Reaktion damals: Moment mal, das war's? Aber ihr könnt mich doch hier nicht so sitzen lassen, ich will wissen, wie es weitergeht. Oh, da kommt noch was. Wo Zeit nur eine Schleife ist, eine lose Masche im Tuch der Ewigkeit, kann ein Lenker eine Gelegenheit, einen verhängnisvollen Fehler für sich nutzen und so ganze Planeten ins Chaos stürzen. Aha, scheinbar ist Mortanius nicht der Einzige, der gerne verhuscht ominöse Texttafeln vorliest. So endet Soul Reaver also auf einem Cliffhanger. Und was für ein Cliffhanger! Zwischen diesem Spiel und der Fortsetzung Soul Reaver 2 lagen damals eigentlich nur 2 Jahre, die mir wie 2 Jahrhunderte vorkamen. Was eigentlich nur zeigt, wie sehr dieses Spielerlebnis von Soul Reaver mich beeindruckt haben muss. Es war bestimmt nicht das erste Spiel, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, aber es reichert diese Welt mit so guten eigenen Ideen an und auch unausgesprochenen Details, dass dabei eine sehr eigene, authentische Identität bei rausgekommen ist. Zudem finde ich es ziemlich gut vom Publisher, keinen der großen Endgegner auf der Spielepackung oder in der Anleitung abzudrucken. Solche Highlights könnten ja durchaus kaufanregend sein. Und dennoch riss man sich zusammen, spoilerte die eigenen Höhepunkte nicht, sondern teaste sie nur an, weshalb man der eigentlichen Begegnung umso mehr entgegenfiebert. Wer meine Top 120 Lieblingsspiele gesehen hat, der wird wissen, dass ich dieses Spiel sehr hoch schätze. Sowohl was die Handlung, die Struktur und auch das Gameplay angeht. Zugegeben, beim Gameplay fliegt schon sehr spürbar der Staub auf, da will ich gar nicht rumlügen. Ich glaube, ein Neuling, der heute zum ersten Mal Soul Reaver spielen würde sich über die nicht immer ganz optimale Kameraführung schon die Haare zerraufen. Und auch bei so manchem Plattforming-Abschnitt, selbst so ein Fanboy wie ich, wird da gelegentlich an den Rand des geistigen Abyss getrieben. Und nicht zu vergessen, wofür ist Soul Reaver besonders berüchtigt? Ist schon crazy eigentlich. Die Entwickler gaben im Nachhinein auch zu, dass die Kistenschieberei total aus dem Ruder lief. Amy Hennig erklärte es in einem Interview damit, dass die verschiedenen Abschnitte und Dungeon von unterschiedlichen Entwicklern gemacht wurden und es da ein wenig an der Kommunikation haperte. Sprich, jeder kochte sein eigenes Süppchen und überlegte, was man mit der neuen 3D-Engine und Raziels Gaben so für Hindernisse gestalten könnte.
Und Blöcke schieben schien da am naheliegendsten zu sein. Für alle. Erst als man später alles zusammenfügte, fiel auf, also mir macht das Spiel heute noch großen Spaß, aber ich kann jeden verstehen, dem Soul Reaver inzwischen zu zäh ist. Besonders die stumme Kathedrale verlangt einem sehr viel Geduld ab. Vom Plot her, das habe ich ja auch in anderen Videos schon oft betont, beeindruckt es mich immer wieder, wie gut und durchdacht alles im Nachhinein rüberkommt. Dafür, dass die Geschichte nie als Reihe angedacht war. Du hast Blood Omen 1, das als in sich geschlossenes Spiel entwickelt wurde. Das hat Soul Reaver 1 wieder aufgebrochen, welches selber als in sich geschlossenes Spiel entwickelt wurde, um sich dann kurz vor Ende doch nochmal selbst aufzubrechen und einen totalen Richtungswechsel zu machen. Nur damit eben Soul Reaver 2 möglich wird. Und welche Kopfschmerzen den Autoren Blood Omen 2 bereitet haben muss, davon will ich gar nicht erst anfangen. Aber betrachtet man Soul Reaver rein für sich selbst, dann erzählt es eine einfache und spannende Geschichte über Verrat und Rache. Und mehr braucht man manchmal gar nicht. Man kann dieses Spiel und seinen Plot sehr gut genießen, ohne die anderen Teile der Reihe kennen zu müssen. Einfach weil die Grundhandlung in sich selbst funktioniert. Kommen wir nun zu der Frage, die ich in den letzten Monaten sehr häufig las, nämlich: Wird es einen Soul Reaver 2 Erfahrungsbericht geben? Nein. Und hier ist das Warum. Überleg doch mal, wie Soul Reaver 2 strukturiert ist und wie diese Erfahrungsberichte hier funktionieren. Soul Reaver 2 besteht aus sehr langen Dialogen, gegen die selbst die längsten Gespräche in Soul Reaver, also die 2, nichts sind. Diese wirklich langen, gut geschriebenen, aber teils sehr verkopften Gespräche müsste ich dann einzeln auseinandernehmen, was ganze Episoden füllen würde, bevor wir überhaupt aus dem ersten Bereich raus wären. Zwischen diesen Dialogen findet extrem wenig interessantes Spiel statt, über das es sich zu reden lohnen würde. Im Grunde würde ich also in einem Soul Reaver 2 Erfahrungsbericht nur Zwischensequenzen nacherzählen und meinen Senf dazu geben. Und das wäre mir selbst zu langweilig und auch die Videos wären langweilig, glaubt mir. Wenn ihr meine Meinung zu Teil 2 hören wollt, dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, in dem ich alles darüber sage, was ich sagen wollte. Seid bitte nicht zu enttäuscht, aber so ist's. Und so bleibt's. Verabschieden wir uns nun von Nosgoth und seinen Vampiren. Wir waren ganz schön lange hier und so vieles ist passiert. Angefangen von Blood Omen 1 mit Kains Wiedergeburt als irgendein popliger kleiner Vampir, bis hin zu seiner Aufgabe der Weltherrschaft und anschließenden Flucht durch die Zeit. Für mich nach wie vor einer der PS1-Klassiker, die Sonys Konsole damals so dermaßen cool und erwachsen wirken ließ. Und ein Spiel, das uns allen zeigte, dass es wirklich nicht schlimm ist, sich vor Krähen zu fürchten.